Teotihuacan sieht aus wie eine Ruinenstadt. Doch unter den Pyramiden liegen künstliche Gänge, Flüsse wurden umgeleitet, ganze Viertel der gemeinsamen Ordnung unterworfen. Eine Metropole für Zehntausende Menschen. Und bis heute ist unklar, wer sie beherrschte, wozu ihre Monumente wirklich dienten und warum dieses System zerbrach. Wir haben Teotihuacan zwar ausgegraben, aber noch immer nicht verstanden. Bis jetzt. Lost places. Remote viewing. Forschung. Expeditionen. Paranormales. Supported by Into the Matrix. The True Human Show. Teotihuacan, eine Stadt aus Stein. Monumentale Pyramiden, kilometerlange Straßen und Wohnanlagen für Zehntausende Menschen. Wer heute durch diese Ruinen läuft, sieht die Überreste einer der größten Metropolen der Antike. Und trotzdem wissen wir über ihre Erbauer erstaunlich wenig. Wir kennen ihre Namen nicht, wir wissen nicht, wie ihre Herrscher hießen, wir wissen nicht einmal, welchem ursprünglichen Zweck diese Stadt diente. Je mehr Archäologen freilegen, desto größer scheint dieses Rätsel zu werden. Unter den Pyramiden verlaufen künstlich angelegte Tunnel. Wasser wurde über weite Strecken durch die Stadt geleitet. Besondere Mineralien wurden über hunderte Kilometer hierher transportiert. Nichts davon geschah zufällig. Doch warum nahm man diesen enormen Aufwand überhaupt auf sich? Genau dieser Frage wollen wir nachgehen. Dafür betrachten wir zunächst den heutigen Forschungsstand. Anschließend vergleichen wir ihn mit den Ergebnissen mehrerer voneinander unabhängigen Remote Viewing Sessions und uns interessiert dabei nicht, ob jede einzelne Wahrnehmung richtig ist. Uns interessiert etwas anderes. Zeichnen sich zwischen unabhängigen Sessions gemeinsame Muster ab? Und passen diese Muster zu Fragen, auf die die Archäologie bis heute keine eindeutige Antwort gefunden hat? Unsere Untersuchung folgt deshalb 4 Schritten. Zuerst betrachten wir das Leben in der Stadt. Danach richten wir den Blick auf die ursprüngliche Idee ihrer Bauer. Anschließend untersuchen wir die Sonnenpyramide. Und zum Schluss gehen wir der Frage nach, warum dieses außergewöhnliche System irgendwann zerbrach. Vielleicht ergibt sich daraus ein Bild, das bisher übersehen wurde. Bevor wir die Ergebnisse der Remote Viewing Sessions betrachten, lohnt sich ein Blick auf das, was die Archäologie heute über Teotihuacan weiß. Die Stadt liegt rund 50 Kilometer nordöstlich von Mexiko-Stadt und entstand etwa um die Zeitenwende. Über mehrere Jahrhunderte entwickelte sie sich zu einer der größten Metropolen der damaligen Welt. Schätzungen gehen davon aus, dass zeitweise mehr als 100.000 Menschen innerhalb der Stadt lebten. Für diese Epoche war das außergewöhnlich. Schon der erste Eindruck zeigt, dass Teotihuacan keine gewöhnlich gewachsene Siedlung war. Die Stadt wurde geplant. Breite Straßen durchziehen das Gelände in einem festen Raster. Wohnviertel sind klar voneinander abgegrenzt. Tempel, Plätze und Pyramiden folgen einer gemeinsamen Ausrichtung. Selbst kleinere Gebäude orientieren sich an diesem übergeordneten Plan. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Straße der Toten. Sie bildet die Hauptachse der Stadt und verbindet die wichtigsten Bauwerke miteinander. Entlang dieser Achse entstanden monumentale Anlagen wie die Sonnenpyramide, die Mondpyramide und die Zitadelle mit dem Tempel der gefiederten Schlange. Bis heute beeindruckt die Präzision dieser Planung. Sie wirft aber auch eine Frage auf. Welcher Gedanke lag einer Stadt zugrunde, die offenbar von Anfang an als zusammenhängendes Ganzes entworfen wurde? Bevor wir nach dem Zweck von Teotihuacan fragen, beginnen wir mit einem ganz konkreten Ort. Der Hauptachse der Stadt, der heutigen Straße der Toten. Mehrere Remote Viewer erhielten die Aufgabe, diesen Ort an einem gewöhnlichen Tag um das Jahr 300 nach Christus zu beschreiben. Keiner von ihnen wusste, worum es sich handelt. Die erste Wahrnehmung beschreibt eine lange steinerne Struktur. Sie trennt 2 Bereiche voneinander. Links und rechts befinden sich weitere Bauwerke.
An mehreren Stellen entstehen Eindrücke von Öffnungen, Durchlässen oder eingelassenen Bereichen. Ein Viewer beschreibt Metall, das mit Stein verbunden scheint. Kurz darauf taucht Wasser auf. Es scheint gezielt geleitet zu werden. Es fließt durch die Anlage. Immer wieder entsteht der Eindruck, dass Wasser nicht einfach vorhanden ist, sondern einer bestimmten Richtung folgt. Ein anderer Viewer nimmt eine teilweise unterirdisch liegende Struktur wahr. Mehrere Ebenen, Hohlräume, Bereiche, in denen etwas geschieht. Dazu kommen Licht, Bewegung und Vorgänge, die innerhalb dieser Anlage stattfinden. Der dritte Viewer beschreibt zunächst eine große Pyramide. Daneben erkennt er eine künstlich angelegte Fläche, gerade, begrenzt. Daneben fließt Wasser. Alle 3 Sessions unterscheiden sich in vielen Einzelheiten. Trotzdem tauchen dieselben Themen immer wieder auf. Eine geplante Anlage, unterirdische Bereiche, Wasser und eine Struktur, die mehr zu sein scheint als eine einfache Straße. Archäologisch gilt die Straße der Toten als Rückgrat von Teotihuacan. Sie verbindet die wichtigsten Bauwerke der Stadt über mehrere Kilometer. Lange Zeit nahm man an, sie diente vor allem als Prozessionsstraße. Inzwischen wissen wir, dass sich unter Teilen der Stadt Tunnel, Hohlräume und aufwendige Entwässerungssysteme befinden. Auch Wasser spielt in Teotihuacan eine größere Rolle, als man noch vor wenigen Jahrzehnten vermutete. Mehrere natürliche Wasserläufe wurden verändert und in die Stadtplanung einbezogen. Ob zwischen diesen Befunden und den Wahrnehmungen der Viewer ein Zusammenhang besteht, lässt sich daraus nicht ableiten. Auffällig ist jedoch, dass Wasser, unterirdische Strukturen und der Eindruck eines geplanten Systems bereits in der ersten Untersuchung immer wieder auftauchen. Damit stellt sich automatisch die nächste Frage. Welche Idee stand hinter einer Stadt, die offenbar von Anfang an als zusammenhängendes System geplant wurde? Das erste Target hat vor allem gezeigt, dass Wasser und unterirdische Strukturen immer wieder beschrieben wurden. Jetzt richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine andere Frage. Welche Bedeutung gaben die Erbauer der Straße der Toten und der Anordnung der Gebäude? Auch dieses Target wurde von mehreren Viewern unabhängig voneinander bearbeitet. Schon zu Beginn beschreibt eine Viewerin eine lange ebene Fläche, die sich durch die Anlage zieht. Zwischen steinernen Bereichen fließt etwas von oben nach unten. Darunter entsteht der Eindruck eines offenen, teilweise metallischen Systems. Wasser wird aufgenommen, geleitet und kontrolliert. Mehrfach fällt die Beschreibung eines gewollten Ablaufs. Ein weiterer Viewer nimmt eine künstlich angelegte Erhöhung wahr. Darunter befindet sich ein Hohlraum. Stein und Metall treten gemeinsam auf und etwas dreht sich. Etwas lenkt oder verändert Licht. Andere Sessions beschreiben Rotationen, Bewegung und Vorgänge, die miteinander gekoppelt sind. Veränderungen an einer Stelle scheinen Auswirkungen auf andere Bereiche zu haben. Mehrfach werden verborgene Hohlräume wahrgenommen. Energie wird als Summen oder Brummen beschrieben und wieder tauchen Wasser und unterirdische Bereiche auf. Eine der auffälligsten Beschreibungen stammt von einer Viewerin, die einen Menschen mit einem kleinen, hellen Stein wahrnimmt. Der Stein wirkt geädert und strahlt etwas aus. Die Wirkung bleibt zunächst unbemerkt. Erst allmählich entsteht der Eindruck, dass dieses Material den Menschen beeinflusst. Es wird als Impulsgeber beschrieben, als etwas, das Prozesse im Körper anstößt. Gleichzeitig taucht ein weiterer Mensch auf, der beobachtet, organisiert und das Geschehen überwacht. Zum Ende der Session richtet sich der Blick auf eine Energie, die aus der Erde kommt. Sie wird als alt, gleichmäßig und wohltuend beschrieben. Die Menschen scheinen diesen Ort bewusst aufzusuchen und seine Eigenschaften zu kennen. Nicht jede Wahrnehmung lässt sich mit archäologischen Funden vergleichen. Ein Punkt sticht jedoch heraus. Mehrere Viewer beschreiben Wasser, Hohlräume und besondere Materialien nicht getrennt voneinander, sondern als Teile eines gemeinsamen Zusammenhangs.
Auch archäologisch begegnet uns genau diese Kombination. Teotihuacan verfügt über ein ausgeklügeltes Wassersystem. Gleichzeitig wurden Materialien wie Glimmer, Obsidian und Pyrit mit erheblichem Aufwand in die Stadt gebracht. Warum sie genau dort verwendet wurden, ist bis heute nicht geklärt. Die Beschreibung eines Materials, das auf Menschen wirken soll, ist dafür kein Beleg. Sie lenkt den Blick jedoch auf eine Frage, die bislang kaum gestellt wurde. Dienten diese Mineralien ausschließlich dem Bauen oder der Symbolik? Oder schrieb man ihnen Eigenschaften zu, die in Verbindung mit Wasser oder bestimmten Orten genutzt werden sollten? Darauf gibt es bisher keine gesicherte Antwort. Die nächste Untersuchung führt deshalb zu dem Bauwerk, das wie kein anderes für Teotihuacan steht: der Sonnenpyramide. Mit der Sonnenpyramide wenden wir uns dem bekanntesten Bauwerk von Teotihuacan zu. Seit Generationen gilt sie als Wahrzeichen der Stadt. Doch was verbirgt sich hinter diesem monumentalen Bau? Auch dieses Target wurde von mehreren Viewern unabhängig voneinander bearbeitet. Schon in den ersten Wahrnehmungen richtet sich der Blick nicht auf die Pyramide selbst. Er geht nach unten. Mehrere Viewer beschreiben Hohlräume unter dem Bauwerk. Es entstehen Eindrücke von Gängen, verbundenen Räumen und Bereichen, die nicht unmittelbar zugänglich sind. Manche wirken natürlich, andere künstlich angelegt. Immer wieder fällt der Blick auf das Gestein. Einige Bereiche scheinen zu glitzern oder Licht zu reflektieren. Mehrfach werden mineralische Strukturen beschrieben. An anderer Stelle entsteht der Eindruck einer dunklen, zähflüssigen Substanz, die sich innerhalb der Anlage befindet oder durch bestimmte Bereiche verläuft. Ein Viewer nimmt den oberen Teil der Pyramide als unvollständig wahr. Der Eindruck entsteht, dass etwas fehlt oder nicht mehr vorhanden ist. Verborgene Bereiche werden beschrieben, die heute nicht mehr sichtbar sind. Auffällig ist außerdem, dass die Wahrnehmungen selten an der Oberfläche bleiben. Der Schwerpunkt liegt immer auf dem Inneren der Anlage, auf dem, was sich unter der Pyramide befindet. Ein Teil dieser Beschreibung lässt sich mit archäologischen Befunden vergleichen. Unter der Sonnenpyramide wurde ein künstlich erweiterter Tunnel entdeckt. Er führt in einen zentralen Bereich unter dem Bauwerk und gehört zu den bedeutendsten Funden der vergangenen Jahrzehnte. Bekannt ist außerdem, dass die heutige Pyramide nicht mehr ihrem ursprünglichen Zustand entspricht. Der Tempel, der sich vielleicht einst auf ihrer Spitze befand, ist längst verschwunden. Auch spätere Eingriffe und Restaurierungen haben das Erscheinungsbild verändert. Die mineralischen Wahrnehmungen sind schwieriger einzuordnen. Archäologisch ist jedoch belegt, dass in Teotihuacan Materialien wie Glimmer, Pyrit und Obsidian gezielt verwendet wurden. Welche Funktion sie ursprünglich erfüllten, wird bis heute diskutiert. Die Sessions liefern darauf vielleicht eine Antwort. Sie lenken den Blick erneut auf dieselben Themen, die uns bereits zuvor begegnet sind. Unterirdische Räume, besondere Materialien und eine Anlage, deren eigentliche Bedeutung möglicherweise nicht allein an ihrer Oberfläche zu erkennen ist. Bleibt noch eine letzte Frage. Warum endet dieses außergewöhnliche System? Am Ende bleibt eine Frage, die die Archäologie bis heute beschäftigt. Warum wurde Teotihuacan aufgegeben? Mehrere Viewer erhielten auch dieses Target, ohne zu wissen, worum es geht. Hier bekamen wir nur wenige brauchbare Skizzen zurück, weshalb wir die Eindrücke rekonstruieren. Die Beschreibungen beginnen nicht mit einer plötzlichen Katastrophe. Sie zeigen eine Veränderung. Eine Stimmung, die sich langsam wandelt. Manche Menschen verlassen ihre gewohnten Abläufe. Einige Bereiche wirken leer. Mehrfach entsteht der Eindruck von Unsicherheit. Danach verdichten sich die Wahrnehmungen. Es werden Rauch und Feuer beschrieben, Gebäude stehen in Flammen und Menschen entfernen sich von der Anlage. An mehreren Stellen entsteht der Eindruck, dass nicht die gesamte Stadt gleichzeitig betroffen ist. Vieles wirkt wie eine Entwicklung, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Einzelne Bereiche werden zerstört, andere bleiben bestehen.
Keine der Sessions beschreibt einen einzigen Moment, in dem alles endet. Vielmehr wirkt es so, als ob Schritt für Schritt alles auseinanderbricht. Auch die Archäologie geht heute nicht mehr von einem einzelnen Ereignis aus. Zwar finden sich deutliche Spuren von Feuer und vorsätzlicher Zerstörung, vor allem im zeremoniellen Zentrum der Stadt, aber gleichzeitig sprechen viele Befunde dafür, dass der Niedergang bereits früher begonnen hatte. Als mögliche Ursachen werden soziale Spannungen, politische Veränderungen, wirtschaftliche Probleme oder längere Trockenperioden diskutiert. Eine eindeutige Erklärung gibt es bis heute nicht. Die Sessions zeichnen ein ähnliches Bild. Am Anfang stand eine einzige Frage. Welchem ursprünglichen Zweck diente Teotihuacan? Die Archäologie hat darauf bis heute keine eindeutige Antwort gefunden. Auch die Remote Viewing Sessions können diese Antwort nicht liefern. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf das Gesamtbild. Über alle 4 Untersuchungen hinweg tauchen dieselben Themen immer wieder auf. Wasser, unterirdische Anlagen, besondere Mineralien und eine Stadt, deren Aufbau bis ins Detail geplant wurde. Jeder einzelne Punkt lässt sich archäologisch belegen. Interessant wird es dort, wo diese Punkte zusammenkommen. Die Erbauer legten Wasserläufe an, veränderten den natürlichen Verlauf und integrierten sie in die Stadt. Gleichzeitig brachten sie Materialien wie Glimmer, Pyrit und Obsidian über große Entfernungen nach Teotihuacan. Dafür musste es einen Grund gegeben haben. Die Sessions liefern dafür einen Gedanken, der sich durch mehrere Targets zieht. Wasser und Mineralien erscheinen nicht als voneinander getrennte Elemente, sie gehören zusammen. Besonders auffällig ist dabei die Beschreibung einer Viewerin, nach der ein bestimmtes Material eine Wirkung auf den Menschen entfalten sollte. Und das unterschwellig und nicht direkt spürbar. Wie sehr diese Wahrnehmung den Kern trifft, können wir heute nicht mehr prüfen. Sie wirft jedoch eine interessante Frage auf. Wurde Wasser in Teotihuacan lediglich verteilt oder veränderte es sich auf seinem Weg zusätzlich? Auch heute wird Wasser nicht nur transportiert. Es wird gefiltert, aufbereitet und durch unterschiedliche Materialien geleitet. Manche Verfahren dienen ausschließlich der Reinigung. Andere beruhen auf der Vorstellung, dass Mineralien die Eigenschaften des Wassers beeinflussen können. Vielleicht dachte man in Teotihuacan ähnlich. Dann wäre Wasser weit mehr gewesen als ein Bestandteil der Versorgung. Diese Folge erhebt keinen Anspruch darauf, dieses Rätsel gelöst zu haben. Sie zeigt jedoch, dass sich neue Fragen ergeben, wenn man archäologische Forschung und die Ergebnisse unabhängiger Remote Viewing Sessions nebeneinander legt. Eines ist sicher: Die Wahrheit ist dort draußen und wir sind fest entschlossen, sie zu finden. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Gib uns auch gerne deinen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und freue dich auf eine weitere spannende Folge der True Human Show. Human, wake up. The free human. The True Human Show. Supported by